Türkei ein Gmadewesen für Erdogan, China, die Transformation läuft und jetzt den Gasanbieter wechseln? Eine gute Frage. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Türkei wird regional und überregionale Auswirkungen haben. Sie entscheiden über die Beziehung Ankaras zu Moskau, zur EU und auch zur NATO. Die Meinungsumfragen vom Nahost-Think Tank MENA-Watch zeigten noch vor wenigen Tagen vor der Wahl einen klaren Sieg für die Opposition. Eventuell schon im ersten Wahlgang. Das war vor der Wahl. Trotz einer hohen Wahlbeteiligung von 90% und einem Linksruck zu Sozialdemokraten und Grünen sind die Hoffnungen auf einen Sieg für das Wahlbündnis mit 45% der Stimmen schon vor der Stichwahl am 28. Mai geplatzt. Notwendige Anpassungen in der Wirtschaft wie höhere Zinsen bei einer aktuellen Inflationsrate von rund 44% haben sich aktuell zerschlagen. Was bleibt, ist die bisherige Politik, die Devisen über den Tourismus generiert und damit die Importe, vor allem Energie, finanziert. Langfristig wird das nicht reichen, um an der Stützung für die türkische Lira festzuhalten. Beziehungsweise die Lira wird wohl über kurz oder lang abwerten müssen. Das hilft dem importlastigen Land überhaupt nichts. Wenig Investoren sind geblieben, profitieren werden Exporteure, die günstige Waren produzieren und in den Rest der Welt exportieren, wie zum Beispiel Automobilproduzenten wie Ford. China schickt enttäuschende Signale für die wirtschaftliche Erholung, schwächere Inflation, sinkende Zahlen bei Neukrediten, zwischenzeitlich ist der Kupferpreis kräftig gesunken, das betrifft die Nachfrage nach Immobilien und kein Konjunkturprogramm für Infrastruktur und Produktion. Was funktioniert bzw. was ist zu erwarten? Zumindest sollte sich der Immobilienmarkt stabil entwickeln, die Programme für zum Beispiel erneuerbare Energie weiter positiv verlaufen. Ja, der Hauptkanal sind Importe für zyklische Konsumgüter, eine steigende Inlandsnachfrage nach Dienstleistungen, die dem Rest der Weltwirtschaft nicht viel nützen. Und Tourismus in und außerhalb Chinas. Damit ist das Wachstum von 6% aktuell ohne begleitende Maßnahmen zu schaffen. Und falls doch nicht, so hat die zentrale Regierung Erfahrung in der Wahl von Anreizen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Gasanbieter zu wechseln? Ein fixer oder ein variabler Vertrag? Was soll es sein? Die massiv niedrigen Preise und die hohe Differenz zum Vorjahr signalisieren bereits jetzt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Vergleich zu 2019 sind wir noch doppelt so hoch, aber gut 80% weniger als die Spitze im Vorjahr. Was ist von den nächsten Monaten zu erwarten? Die Konkurrenz aus Asien schläft nicht. Für amerikanische Exporteure ist es weiterhin attraktiv, Flüssiggas, kurz LNG, nach Europa zu verschiffen. Derzeit sind fast 20% der LNG-Fracht auf dem Weg zu uns, wie ihr in der linken Grafik seht. Ein weiterer Faktor für die Preisentwicklung findet ihr in der rechten Grafik, der hohe Lagerbestand nach dem sehr milden Winter. Die Lager sind querbeet in Europa mit 64% gefüllt. Zum Vergleich hatten wir letztes Jahr Bestände von etwas mehr als der Hälfte. Österreich ist mit über 70% vollen Lagern im Spitzenfeld. Letzter Punkt, die Nachfrage. Die Industrie benötigte um 15 bis 20% weniger. Das ist die hellgraue untere Linie in der oberen Grafik. Gründe dafür sind effizientere Produktion, geringere Produktion und auch Ausfälle, also eine schwächere Konjunktur. In der Stromproduktion war das Bild gemischt. Wenn man alle Verbraucher zusammenfasst und im Schnitt der letzten 5 Jahre vergleicht, so zeigt die hellblaue Linie über alle Bereiche hinweg die Mindernachfrage nach Gas. Abgesehen von kalten Wintertagen wird dieser Trend durch den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern und Effizienzsteigerungen zusätzlich unterstützt. Zusammengefasst sind das gute Aussichten für geringere Energierechnungen. Wir melden uns nächste Woche wie gewohnt, damit ihr nichts versäumt. Abonniert den Kanal am besten hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.